Hallo zusammen, ich bin heute bei Helmut und Judith Frank zu Hause und darf Sie interviewen. Sie sind vor 1,5 Jahren zurückgekommen aus der Türkei nach einer Ausweisung, nachdem Sie über 26 Jahre lang in der Türkei waren. Und ich würde einfach mal anfangen und euch fragen, wer seid ihr überhaupt? Ja, Helmut und Judith, wir sind hier aus Weil am Rhein. Wir haben uns kennengelernt während dem Studium an der STH und Gott hat uns berufen in die Türkei und wir sind 1993 ausgereist und haben dort Gemeindegründung gemacht. Mhm. Okay, die erste Frage, die ich für euch hätte, wäre: Wie hat Gott euch damals das Herz für die Gemeindegründung gegeben? Ja, Gemeindegründung ist etwas, wo, glaube ich, Gott in mein Herz gelegt hat. Und zwar habe ich das gemerkt, schon am Anfang, bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen. Und dann habe ich sehr bald danach gemerkt, dass ich einfach immer wieder Leute zusammenbringen wollte und neue Sachen beginnen, neue Gruppen beginnen. Äh, und so war das dann auch, als ich hier war. Und irgendwie war das immer in meinem Herzen, Gemeinde zu gründen. Vielleicht auch deswegen, weil ich habe mal gehört, dass Gemeindegründung ist die effektivste Art und Weise der Evangelisation. Mhm. Okay, Judith, willst du noch was dazu sagen? Also ich glaube, dass wir beides so eher Pionierleute sind. Mhm. Einfach Leute, die gut sind, was anzufangen. Und wenn man Pionier ist, dann muss man eigentlich nicht irgendwas richtig gut können. Du musst eigentlich alles ein bisschen können, weil du musst ja anfangen. Du musst am Anfang alles machen. Und der Helmut ist einfach ein Pionier, jemand, der Mut hat, vorauszugehen und einen Weg zu bahnen, dass dann auch andere Leute hinterherkommen können. Welchen persönlichen Preis habt ihr bezahlt, um in einem fremden Land, in einer anderen Kultur zu leben und zu dienen? Also ich würde sagen, der Abschied von Deutschland, von der Gemeinde, von unseren Freunden, von unserer Familie, das war mal der erste Preis, den wir bezahlt haben. Und wir hatten 3 kleine Kinder. Die Tabea war 7 Monate alt. Und dann gehst du halt in ein fremdes Land mit 3 kleinen Kindern und du weißt nicht, was passiert mit Ausbildung, äh, mit Gesundheit, gibt es da Ärzte, fremde Sprache, fremde Kultur. Du fängst halt von null an. Und es war so mal am Anfang der Preis, den wir bezahlt haben. Und später natürlich, wenn die Kinder größer sind, bezahlen sie dann auch einen Preis. Mhm. Auf den können wir dann vielleicht später noch eingehen. Ja, der Preis ist, dass unsere Kinder jetzt überall auf der Welt sind. Unsere älteste Tochter ist verheiratet in Amerika. Unser Sohn ist in Istanbul. Unsere Tochter ist jetzt im Moment hier mit uns, aber will nach Indien in die Mission. Mhm. Und so ist es auch ein Preis. Wir haben 2 Enkel, einen Enkel haben wir schon, der zweite ist schon unterwegs. Und dass man sich halt doch nicht so oft sehen kann. Und ja, ist auch ein Preis, den man bezahlt. Mhm. Also ich fand es, als wir in die Türkei gekommen sind, äh, ich kannte die Sprache nicht und man kennt sie nicht aus. Man weiß nicht, wo was gibt, wo man was kaufen kann. Wo bezahlt man die Wasserrechnung und die Stromrechnung? Damals konnte man noch das nicht übers Internet machen. Alles das, ich habe mir vorgekommen wie ein Baby. Es war sehr demütigend, nicht zu wissen, was läuft. Und ja, das war eines der Schwierigkeiten. Was hat euch denn in den schwierigen Zeiten geholfen und was war euch ein Segen? Ja, wir sind durch viele schwierige Zeiten hindurchgegangen als Gemeinde dort und auch als Team. Und das meiste hat uns geholfen, dass wir apostolische Begleitung hatten von England. David Devenish kam regelmäßig und er hat so viel uns geholfen. Aber auch hier unsere Gemeinde, Pastoren
und Älteste, die uns immer wieder besucht haben und ermutigt und hinter uns gestanden sind. Ich glaube, mir hat es geholfen, dass wir dort wirklich gute Freunde gefunden haben. Gott hat dafür gesorgt, dass wir mit Leuten zusammenkommen, die einfach dieselbe Vision haben, ähnliche Werte haben, mit denen wir richtig gut auch befreundet waren, viel Freizeit auch miteinander verbracht haben und Familien und dass die Kinder dann auch, dass wir einfach richtig gut eingebettet waren in Freundschaften. Das hat mir persönlich echt viel geholfen. Okay. Was hatte die Zeit der Gemeindegründung und in der Türkei, was für einen Einfluss hatte das auf eure Kinder und auf die geistliche Entwicklung eurer Kinder? Ja, sie sind durch schwere Zeiten durchgegangen, gerade wo sie so Teenage-Alter waren. Da war einfach niemand in der Gemeinde in ihrem Alter. Wir hatten mal Leute, die sind gekommen und gegangen und mussten immer wieder Abschied nehmen. Und unsere Kinder haben ihre Freunde auch wieder schnell mal verloren und hatten auch dadurch mal verschiedene Krisen. Und das war nicht so leicht für die Kinder, aber da hat Gott auch wieder geholfen. Und sie sind dann auch eingeladen worden zu dieser New Day-Konferenz in England und da sind sie dann hingegangen und Gott hat sie wirklich angesprochen. Willst du noch was dazu sagen? Ja, also unsere Kinder haben natürlich auch einen viel, viel weiteren Horizont bekommen, dadurch, dass sie andere Kulturen kennengelernt haben. Und das ist auch sehr bereichernd für sie. Sie fühlen sich wohl in verschiedenen Kulturen. Aber das Schwierige ist auch, dass sie keine richtige Wurzeln haben. Bin ich jetzt Deutscher oder ich bin schon Deutscher, aber so, man nennt die ja Third Culture Kids und das merkt man schon. Aber geistlich denke ich, dass es auch eine gute Entwicklung war für sie. Sehr gut. Noch eine Frage zum Schluss. Was wäre euer größter Tipp für Leute, die heute sich überlegen, in einem anderen Land, in einer anderen Kultur eine Gemeinde zu gründen? Was wäre euer First Advice, euer größter Tipp für diese Leute? Also ich glaube, dass man eine Berufung von Gott verspüren muss. Wir hatten diese Berufung und dann habe ich meine verloren und dann habe ich eine große Krise gehabt und der Helmut hat gesagt, was ist los? Wir haben beschlossen, wir gehen in die Mission. Und dann hat mir Gott nochmal eine persönliche Berufung gegeben, eine Vision für mich, mit Frauen zu arbeiten und so. Und das hat mir richtig geholfen, dass ich jetzt nicht nur, weil jetzt der Helmut eine Berufung hat, ihm folge, sondern dass Gott mir eine persönliche Berufung gegeben hat. Und das würde ich besonders auch Ehepaaren empfehlen, die sich überlegen, in die Mission zu gehen, dass wirklich beide, natürlich hat man eine Berufung zusammen, aber Gott gibt auch eine individuelle Vision oder Berufung, dass man dann über Jahre hinweg einfach sich auf diese Berufung zurückberufen kann und so vieles durchhalten kann. Und ich glaube, das hat uns geholfen, auch länger zu bleiben. Denn wenn die Ehepaare einfach nicht mehr richtig so einig sind, dann früher oder später verliert man dann die Leute wieder, die gehen dann einfach zurück. Also eine starke Berufung, gemeinsame Vision aufbauen, stärken. Ja, und was dir vielleicht auch geholfen hat oder uns, dass wir erstmal für 3 Monate mal hin sind und dann haben wir gesagt, okay, so im Kopf ein Jahr, aber als wir dann Richtung Gemeindegründung wirklich gegangen sind, dann haben wir auch gemerkt, nee, es wird länger werden. Und dann hat Gott auch dann immer auch die Gnade dazu gegeben und die Freude. Also man muss sich nicht gleich für 10 Jahre verpflichten. Ich denke, dass man mal langsam anfängt und sagt, gut, wenn wir uns dort nicht wohlfühlen, dann dürfen wir auch wieder zurückgehen.